Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Flive Universe Video. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Update, für so ein halbmonatliches, monatliches Update, whatever. Was jetzt der Plan ist, jetzt wo wir wieder auf Burudeng zurück sind und es auf jeden Fall etwas Ruhe eingekehrt ist. Also ich finde, man merkt momentan extrem, dass die Leute jetzt einfach nach dem FEC und natürlich auch vor allem an Mangel aus neuem Content, weil sich jetzt nach dem FEC absolut nichts geändert hat. Erstmal, bis das Update tatsächlich released wird, ist ja alles beim Alten. Halt wirklich die Luft raus ist und die Leute, die allermeisten Leute es jetzt wirklich so als Pause nutzen, um einfach weniger zu spielen. Und ist absolut berechtigt, absolut verständlich, aber natürlich macht es auch ein bisschen schwierig für die Leute, die halt trotzdem jeden Tag zocken, grinden und so weiter. Also Wilds Runs zum Beispiel finden halt so gut wie gar keine statt. An den Tagen mit den wenigsten Runs sind es 20 bis 30. An den Tagen mit den meisten Runs sind es gerade mal knapp über 50 pro Tag. Das ist nichts. Ja, also auf dem FEC wären das 3 Teams gewesen, die am Tag zusammen 50 Runs machen. Also ist wirklich nicht so heftig, muss man sagen. Also natürlich verteilt auf verschiedene Charakter, nicht mit den gleichen Charaktern. Aber ja, es ist momentan echt ein bisschen schwierig. Mir persönlich ist es nicht so wichtig. Also ich probiere zumindest hier und da ein bisschen, also auf jeden Fall auch ein bisschen weniger zu spielen. Hat jetzt noch nicht jedes Mal so gut geklappt, aber ich arbeite dran. Und ich habe ja schon ein Video hochgeladen, auch mit der Vorbereitung für das Update. Und auch hier nochmal der Hinweis für euch. Nutzt auf jeden Fall den Halloween-Dungeon täglich. Probiert vielleicht noch ein bisschen zu leveln oder so. Je nachdem, was ihr halt noch so machen müsst oder wollt vor dem Update. Aber ich würde auf jeden Fall gucken, dass ihr da so viel wie möglich trotzdem noch hinbekommt, ohne dass ihr dann im Nachhinein sagt, wenn das Update dann tatsächlich released ist, dass ihr dann irgendwas bereut, ja, weil ihr jetzt quasi zu lange Pause gemacht habt. Weil zwischen Ende FEC und Anfang Update wird wahrscheinlich über einen Monat liegen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann das Update kommt, also vermutlich 27. November oder später. Wahrscheinlich eher später, würde ich jetzt persönlich mal sagen, aber wissen wir nicht sicher. Auf jeden Fall wäre es schon ärgerlich, wenn man dann im Nachhinein sagt, oh Mann, jetzt hätte ich doch mehr Zeit gebraucht oder jetzt habe ich es doch nicht ganz geschafft. Das will vor allem ich verhindern und ich würde euch empfehlen, dass ihr das auch verhindert. Und ja, wundert euch übrigens nicht, dass ich gerade mit dem Feuerjojo gegen Dreadfin kämpfe. Das ist tatsächlich auch einer der Punkte, über den ich reden möchte. Ich muss nämlich ein paar Questies farmen und die einzigen Questies, die ich brauche, sind leider Dreadfin-Tooth und die Viecher sind leider Wasser. Aber der einzige Char, der noch XP von meinen Chars braucht, ist E-Sportler 2 gerade. Von dem her, ja, bin ich jetzt einfach hier, aber es ist eh nur kurz fürs Video als Hintergrundbeschallung. Ja, und das ist eben auch das Thema dieses Video. Letztendlich geht es nur darum, was ich jetzt noch alles erreichen würde, idealerweise vor dem Update. Und das wären halt für mich persönlich ein 45 CD-Pad, ein perfektes HP-Pad, also perfektes HP- und CD-Pad hätte ich eigentlich ganz gerne mal. Einfach weil ich persönlich nicht glaube, dass sich an den Pads noch großartig was ändern würde. Ich denke, das Pad-System ist mehr oder weniger fertig. Ich glaube kaum, dass da noch großartige Änderungen kommen werden. Entsprechend wäre es halt irgendwann mal an der Zeit, sich einfach ein perfektes Pad zu holen. Dann könnte man das Thema komplett abhaken. Und HP-Pads, CD-Pads sind, sage ich mal, die man am meisten braucht. Int-Pad zum Beispiel finde ich jetzt persönlich nicht so wichtig, weil Int ist ein deutlich schlechterer Wert als CD, was jetzt den Übertrag in Schaden angeht. Und auch das Grace ist beim Int-Pad gar nicht mal so gut, weil beim Int-Pad hast du nicht mal den besten Grace als Magier zum Beispiel. Der beste Grace als Magier ist der vom Dragon. Der Dragon ist sowieso ziemlich günstig und ich meine, da lohnt es sich auch nicht wirklich einen perfekten zu kaufen. Von dem her, ja, also sag ich mal, das wären so die beiden Pads, die ich gerne hätte. Und ansonsten habe ich tatsächlich echt nicht viel. Also ansonsten wären es noch 2 Waffen. Ich bräuchte halt noch ein zweites Jojo, weil ihr merkt schon, mit dem Feuerjojo ist halt ein bisschen ätzend, wenn man mal gegen... Also man braucht eigentlich mindestens 2 Waffen, damit man immer neutral oder positiv hat. Ja, also logischerweise. Ich meine, wenn du nur eine Waffe hast mit nur einem Element, musst du halt entweder immer mal wieder Elle changen oder du akzeptierst den bescheidenen Schaden mit dem falschen Element oder du hast halt eine zweite Waffe, auf die du ausweichen kannst. Und ich habe ja meine Waffen, meine ganzen Jojos, ich hatte auf FEC ja zwischenzeitlich mal 4 oder 5 Jojos oder so, die habe ich alle verkauft.
am Ende, weil ich keinen Bock hatte auf so viele gebundene Waffen. Mir reicht einmal gebunden, reicht mir auf jeden Fall. Und ja, jetzt hatte ich eigentlich vor, hier auf Borodeng nach dem FEC mir ein neues Hernes-Jojo zu kaufen. Einfach ein schlechtes, Hauptsache Lifestyle. Alles andere wäre mir tatsächlich egal gewesen. Und halt Blitz drauf. Und natürlich verkauft es gerade keiner eins, aber das wäre noch sowas, was ich mir noch holen wollen würde. Auch generell ein Hernes-Jojo ist nicht schlecht für AOEs in Dungeons oder so, dass man da einfach trotzdem ein bisschen mit DPS machen kann. Ich meine, das ist zwar nicht die Hauptaufgabe von einem Jester oder von irgendeinem Damage-Dealer, außer Blade, den meisten AOE-Schaden im Dungeon zu machen, aber wenn jeder eine Hernes-Waffe hat, geht es halt einfach nochmal viel schneller, das weiß jeder. Dieses Waterbomb procken und einfach generell, wenn alle sowieso mit AOEen, ist ja Waterbomb einfach Free Damage. Und wenn da halt wirklich 8 Hernes-Waffen versus zum Beispiel nur eine sind, das macht schon einen riesen Unterschied, ja. Deswegen wäre es grundsätzlich einfach nicht schlecht, wieder eine Hernes-Waffe zu haben. Und logischerweise wäre das dann natürlich auch die ideale Waffe hier für Kriton und so. Für alles, was halt nicht den Main-DPS benötigt. Also für alles, außer den Dungeon, den man halt aktuell am meisten farmt. Und ja, wie gesagt, da gibt es momentan keine. Da muss ich mich noch ein bisschen gedulden anscheinend. Die zweite Waffe, die ich noch gerne hätte, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, ich habe während dem FEC nebenbei auf Borodeng mir doch endlich mal einen Hernes-Stuff besorgt und ihn ein bisschen geupgradet und so, aber ich sag mal so vorsichtig geupgradet, ja, immer nach und nach, immer auf Events gewartet und so weiter. Leider ist jetzt das Endergebnis eigentlich, dass ich den Stuff doch eher wieder abstoßen möchte, weil ich habe ja 10-mal Itemate gererollt. Oder waren es 10? Ne, ich habe gleich aufgehört bei 9 oder so. Entweder war es der 9. oder der 10., wo ich aufgehört habe. Aber auf jeden Fall mit der Umwandlung müssten es dann insgesamt trotzdem 10 Rolls gewesen sein. Und ja, leider ist bei Magier halt so, oder ich meine, gut, kommt drauf an, ne? Aber wenn du auf Cast-Time aus bist und auf Lebensentzug, dann hast du nicht viele Optionen, weil ich meine, es sind halt 2 Werte, wenn du die zusammen haben möchtest. Ist das halt relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Ich habe es halt in 10 Rolls nicht bekommen. Ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich meine, in 10 Rolls ist es gar nicht zu erwarten, dass du es bekommst, aber es hätte ja trotzdem klappen können. Hat nicht geklappt und auch da bin ich jetzt aktuell auf der Suche nach einem neuen Stuff, der im besten Fall auch noch Poison Cloud hat. Poison Cloud, Cast Time, Lebensentzug. Aber das ist natürlich schon eine sehr spezifische Combo. Da erwarte ich gar nicht, dass ich einen finde, der alles 3 hat. Das Poison Cloud wäre das leichteste zum Draufmachen. Vor allem, weil ich ja jetzt auch nur... Achso, jetzt bin ich gar nicht auf dem Elementar. Mein aktueller hat, glaube ich, 17, oder? Ich weiß selber nicht genau. Entweder 17 oder 19. Ich glaube, er hat tatsächlich nur 17. Ich meine, 17% Poison Cloud zu rollen ist jetzt nicht so ultra schwierig. Von dem her wäre das jetzt auch kein Weltuntergang. Und ja, aber ich würde halt eher ungern... Ich würde ungern nochmal Ultimate rollen, weil ein Roll sind halt direkt knapp 200 Bio, sind halt diese 1000 F-Coin. Und wie schnell 10 Rolls vorbei sind, nichts rauskommt und einfach 2 Milliarden weg sind, das ist halt, das ist viel zu krass. Also das ist richtig, richtig krass, dieses Ultimate Rerollen. Das ist ein geistesgestörtes System, meiner Meinung nach. Erinnert wirklich sehr stark an Change Awakenings, auch wenn es viel besser ist als Change Awakenings, aber es ist trotzdem ätzend, weil wenn du was Bestimmtes willst, dann bringt es dir ja nichts, dass du keine negativen Werte bekommen kannst. Die Werte, die du nicht haben willst, bringen dir ja genauso wenig, wie als wenn es negative Werte wären. Also vom Grundprinzip her ist es schon sehr ähnlich. Und das ist auf jeden Fall auch ziemlich nervig. Aber das sind im Endeffekt meine Anschaffungen, die ich gerne bis zum Update noch hätte. Perfektes HP-Pad, perfektes CD-Pad, neues Jojo, wobei das die kleinste Anschaffung wäre, weil irgendein random Ultimate Hernes Jojo mit Lebensentzug sollte man ziemlich günstig bekommen. Und der Stab wäre natürlich noch schwierig. Also der Stab und die perfekten Pads, das sind sehr teure Sachen. Das Jojo nicht. Also alles in allem, wenn man es jetzt mal so grob überschlagen würde, reden wir hier über einen Betrag von wahrscheinlich so 20 bis 30 Milliarden. Ist ziemlich viel. Ich erwarte auch nicht, dass ich alles bekomme. Ich mache auf jeden Fall auch gerne Abstriche. Aber es wäre schon gut, wenn zumindest irgendwas davon klappen würde. Ich finde immer, wenn man sich so Ziele setzt und man erreicht dann gar nichts davon, einen Monat später zum Beispiel. Ich meine, gut, wir haben jetzt schon den 9.11. Also einen Monat dauert es wahrscheinlich gar nicht mehr bis zum Update. Aber wäre natürlich schon ein bisschen ärgerlich, wenn es dann in einem Monat immer noch nicht da wäre. Also ich arbeite schon täglich daran, aber es dauert halt natürlich bei solchen großen Anschaffungen erstmal das Richtige zu finden. Und dann ist natürlich immer noch so eine Verhandlungssache. Und genau. Und ansonsten, falls ihr Interesse habt, habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, ich verkaufe gerade mein ganzes seelengebundenes Zeug, das sich so angesammelt hat, um eben diese neuen Anschaffungen auch zu finanzieren. Und das sind zum Beispiel seelengebundene Pet Transmutes, Weapon Bonus, Protect, Ultimate Umwandlung, Fifth Gem Jewels,
oder 50 Jewel Select Box, whatever, wo du diese 50 SDR, 50 HP, 50 Angriff auf deine Waffe machen kannst. Alles sehengebunden, verkaufe ich alles. Natürlich deutlich günstiger als zum ungebundenen Preis. Und das dann immer auch direkt live im Stream. Dann am Upgraden und so weiter. Also wenn ihr da auch Interesse habt an irgendwas, ein paar günstige Products oder so abstauben, könnt ihr mich einfach anschreiben auf Discord. Und genau. Aber wie gesagt, das Problem ist nicht mal zwingend das Geld, also auch natürlich, aber ich farme jetzt jeden Tag wieder auf Boroding. Also ich meine, jetzt kommt ja auch wieder Geld rein. Ich meine, während dem FEC kam natürlich nicht mehr wirklich so ultra viel Geld rein, weil ja jeden Tag nur, in Anführungszeichen, nur Tower Dailies zu machen waren. Jetzt, wo ich wieder jeden Tag 4-mal Kriton farme, ist das natürlich wieder ein bisschen eine andere Situation. Aber ja, es sind natürlich schon ganz schöne Brocken. Und der Markt auf Boroding ist halt echt komisch, weil wenn du so Channel 1 gehst, hast du eigentlich nicht das Gefühl, dass es wenig Shops sind. Also ich kann ja auch mal aufmachen. Wenn ich hier auf alles gehe und keine Filter, Reset. 4300 Items, das ist eigentlich nicht wenig. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ultra viel. Ich meine, gut, die Zeit ist gerade nicht so gut. Es ist 8:50 Uhr morgens. Nicht gerade die beste Zeit. Also irgendwann heute Nachmittag oder so werden es wahrscheinlich über 5000 Items sein. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber die Qualität der Items, und das sage ich jetzt schon seit ein paar Tagen auch im Stream immer, die Qualität der Items ist irgendwie nicht da. Also es wird extrem viel Fashion verkauft, also können wir jetzt eigentlich auch gleich mal die Stichprobe machen, wie viel von diesen 4300 Items nur Kostüme sind. 440, das sind 10% einfach. Das ist extrem viel, finde ich persönlich. Housing könnte man auch mal gucken, NPCs. Na gut, sind nur 50 tatsächlich, das ist doch nicht so viel. Aber ja, und oh, Begleiter müsste noch ziemlich viel sein. 300, ja, fast 10% sind nur Pets. Also Pets und Begleiter machen knapp 20% aus. Und Pets natürlich zum Großteil Reroll-Pets offensichtlich. Ja, das ist schon viel. Also die Qualität der Items ist nicht wirklich so da. Also wenn du so Endgame-Equipment suchst, also du Dusaka Crystal brauchst du gar nicht suchen, gibt es einfach überhaupt nicht. Das existiert einfach nicht. Und selbst Herneswaffen existieren schon einige, aber dass natürlich dann genau die dabei ist, die du suchst mit den Rolls und Pipapo, ist natürlich auch nicht so einfach. Ja? Ich meine, an einem Tag sind mal 5 Knuckle da, am nächsten Tag sind es 5 Äxte, dann sind es 5 Bögen. Aber das, wie gesagt, dass da das dabei ist, was man selber sucht, ist halt auch immer so eine Sache. Ja. Aber irgendwie komisch momentan der Markt. Also gefühlt fehlen einfach ein paar Leute, die gerade auf Sendepause sind, weil sie eben auf das Update warten und währenddessen halt so gut wie gar nicht spielen. Entsprechend ist halt auch auf dem Markt nicht so viel los. Was halt in meiner Situation natürlich nicht so gut ist, weil wenn du spezifische Sachen suchst und gefühlt keiner da ist, der irgendwas anbieten kann überhaupt, dann findet man natürlich auch nicht so einfach was. Aber ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Und ja, das war eigentlich so das Update. Also das sind so meine 4 Sachen, die ich gerne bis zum Update kaufen würde. Wenn ich halt das Jojo und die Pets hätte, dann wäre der Jester halt wirklich komplett equipped eigentlich. Dann hätte ich alles, was man sich nur so erträumen könnte, mehr oder weniger. Was schon ziemlich gut wäre, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann wäre der halt auf jeden Fall ready fürs Update. Aber nicht nur der Jester. Ich meine, das HP-Pad wäre natürlich auch generell grundsätzlich ziemlich cool. Für neuen Content, für stärkere Giants und so weiter und so fort. Und ja, sind einfach auch so Anschaffungen für die Zukunft letztendlich. Also gut, der Hernes-Stuff und das Hernes-Jojo, ja gut, kann man drüber streiten, ob das so eine gute Anschaffung für die Zukunft ist. Man weiß ja nicht, was noch kommt, aber für den Moment sieht es so aus, als wäre es eine gute Anschaffung. Genau, und ich habe einfach gemerkt, das muss man ja auch erstmal ausprobieren, ne? Ohne Lifesteal, also den Hernes-Stuff ohne Lifesteal habe ich habe ja immer nur Tower gemacht, ich meine, da war es auch schon ätzend, da habe ich es mir eigentlich auch schon gedacht, schon länger, aber jetzt, wo ich den Elementor auch immer wieder zum Partyziehen benutze und so, also ihn noch deutlich mehr spiele als nur im Tower täglich, ohne Lifesteal ist es einfach so belastend, es nervt einfach so heftig, dass du bei jedem Hit fooden musst und so. Oder halt auch wirklich, also ich meine, fooden tue ich eigentlich sowieso immer als Vorsichtsmaßnahme. Wenn auch ein Hit nachkommt oder so, will man ja nicht einfach tot da liegen. Aber dieses permanente Healing von all deinen Spells und so weiter ist halt so geil und so angenehm. Und wenn du das nicht hast, dann musst du halt echt aufpassen, dass du nicht stirbst. Also selbst bei einer kleinen Berührung, wo vielleicht mal nur 5 Monster zu nah an dich rankommen, hast du sofort Angst, dass du tot bist. Das ist so ätzend. Das macht halt überhaupt keinen Spaß, so zu spielen. Und deswegen, ja, will ich wieder auf Lifesteal umrüsten. Genau.
Jo, das war's eigentlich. Ich sag, danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, bereitet euch gut auf das Update vor. Halloween Dungeon vor allem Fett Amplis und Ballons mitnehmen zum Leveln nach dem Update, falls ihr leveln wollt. Vor allem, wenn ihr noch nicht 165 seid, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das mitnehmt. Und ansonsten halt Tower Dailies machen, bisschen Penya ran schaffen. Komplett ohne Penya ins Update zu gehen, würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Man weiß zwar nicht genau, was passieren wird nach dem Update mit der Inflation, mit der Wirtschaft und so, aber komplett blank würde ich nicht reingehen. Ich würde zumindest, keine Ahnung, ein paar hundert Mio haben. Oder ihr kauft euch jetzt schon alles, was ihr braucht, so wie ich das vorhab. Dann sage ich mal, ist es vielleicht nicht so wichtig, ob ihr jetzt direkt noch Penya habt oder so. Aber ja, das müsst ihr wissen. Aber ich würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, vorbereiten und jetzt nicht gar nichts machen in der Zeit, bis das Update kommt. Weil ich sehe es schon kommen, die Leute, die gar nichts machen, die werden es dann wieder bereuen und dann heißt es wieder, warum hat keiner was gesagt oder so. Deswegen, wie gesagt. Und ja, ansonsten behalten wir natürlich den PTS im Auge. Aber ich habe jetzt diese Woche nicht so viel Zeit, deswegen wird es PTS oder ja, Testserver-Content erst wieder wahrscheinlich geben ab dem Wochenende oder so. Mal schauen. Außer es passiert was Weltbewegendes, dann wahrscheinlich auch schon früher. Aber bis jetzt ist eigentlich noch nicht so ultra was Weltbewegendes passiert. Weil noch ein paar Skills überarbeitet wurden. Da kommt wahrscheinlich dann nochmal ein kurzer Test-Stream, wo wir uns eine halbe Stunde nochmal die überarbeiteten Skills angucken. Weil ich sagen muss, dass das immer ziemlich nervig ist, die ganzen Skills. Immer mit dem Rescale und so weiter, dem Master Variations und so. Ist ziemlich anstrengend, das Testen. Vor allem der Klassenwechsel ist immer sau nervig, weil du immer alles komplett neu skillen musst. Muss man tatsächlich sagen. Aber ja, das war's auf jeden Fall. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flive Universe Video wiedersehen. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.